Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Sperrminorität bei einer GmbH. Sie sind dann der Gesellschafter, der alles blockieren kann. Oder vielleicht doch nicht? Das und vieles mehr bespreche ich heute mit Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Hallo Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung und vielen Dank mal wieder für ein sperriges Wort, Sperrminorität. Kann ich mir so ein bisschen zusammenreimen, also es geht wahrscheinlich um Minderheiten, aber was genau bedeutet das denn eigentlich? Ja, das sind Minderheiten, die bestimmte Gesellschafterbeschlüsse verhindern können. Okay, brauche ich dafür einen gewissen Prozentsatz an Anteilen oder kann ich das auch machen, wenn ich nur 1% habe zum Beispiel oder 2%? Genau, also du musst Gesellschafter sein, das heißt, du brauchst Anteile und das muss mindestens ein Prozentsatz von betragen, damit du Gesellschafterbeschlüsse verhindern kannst. Okay, aber wenn ich jetzt eine Sperrminorität haben möchte, wie viel Prozent bräuchte ich dann? Genau, also da gibt es zwei Stufen. Das eine ist die Satzungsänderung. Für die Satzungsänderung brauchst du 25,1%. Und wenn du interne Prozesse blockieren willst, 50%. Okay, also die Minderheit bleibt immer zwischen 25 und 50 sozusagen. Gibt es auch noch was darüber? Also wenn ich mehr habe, dann ist wahrscheinlich egal, weil dann ist es keine Minderheit mehr. Genau, also wenn du 50,1% zum Beispiel hast, dann kannst du die internen Entscheidungen selber treffen, aber keine Satzungsänderung machen, weil dafür brauchst du eine Dreiviertelmehrheit. Okay. Also wenn du 75,1% hast, dann kannst du sowohl die Satzungsänderung beschließen, als auch die internen Prozesse. Jetzt klingt ja aber Sperrminorität so, als würde ich unbedingt was verhindern wollen. Also als wäre ich so ein Quertreiber. Aber das ist ja eigentlich zu meinem Schutz gedacht, ne? So verstehe ich das zumindest. Erstmal ein Beispiel. Was ist denn ein Vorteil, wenn ich so eine Sperrminorität habe? Ja, also ganz klar, Auflösung der Gesellschaft. Ne? Sonst könnte ja jeder andere, die mehr als 75% zusammenbekommen, die Auflösung der Gesellschaft beschließen oder auf einmal den Unternehmensgegenstand ändern. Ne? Heute Autos verkaufen, morgen Blumen. Und du musst da mitmachen, du hast keine Chance. So ist wenigstens deine Stimme hat Bedeutung und ist entscheidend, ob das beschlossen werden kann oder nicht. Wenn ich jetzt von alleine keine 25 oder 25,1% innehalte, kann ich mich mit anderen Gesellschaftern zusammentun, um diese 25% sozusagen zu erreichen? Ja, jein. Also es ist eigentlich so, man sitzt da in der Gruppe zusammen und dann gibt es, jeder hat so seine Stimme. Und nachher wird ausgezählt an Prozentsätzen. Und wenn nun mal mehr als 25% zusammenkommen, die sich gegen den Beschluss entschieden haben, dann findet er nicht statt. Parallel ist natürlich trotzdem gibt es so eine sogenannte Stimmbindungsverträge, so nach dem Motto, dass auch die anderen, das immer einheitlich bestimmt werden kann. Ne? Also das heißt, da reicht dann auf einmal auch dein 1% aus, um das zu sperren. Sowas gibt es. Aber ansonsten ist es wirklich so, du sitzt in der Gruppe zusammen und da wird ausgezählt. Ne? Ja, okay. Und am Ende steht das Ergebnis und dann weiß man, genau. woran man das. Würdest du denn sagen, oder würdest du jemanden zu einer Sperrminorität immer raten? Würdest du immer sagen, das ist wichtig, das zu haben? Oder ist das einfach nur, ja, nice to have? Also man braucht es nicht unbedingt, aber wenn es sich anbietet, dann würde man es machen? Ich würde da immer zu raten. Es sei denn, du bist natürlich an so Firmen beteiligt, die so gigantisch groß sind, wie, ich weiß nicht, ich will jetzt hier keine stille Werbung machen, aber für die ganzen börsennotierten Gesellschaften, jeder hat irgendeinen Aktienanteil. Dafür gilt das auch. Natürlich legst du als Aktionär keinen Wert darauf, da irgendwie mitzureden. Aber wenn du aktiv in der Firma mitarbeitest, dann willst du natürlich auch die Geschicke der Gesellschaft so ein bisschen mit in der Hand haben. Geschweige denn, am liebsten wäre es ja natürlich vielleicht, dass du es sogar bestimmen kannst. Aber wenn man mehrere Leute sind, weil es eine größere Gesellschaft sind, dann wäre es auf jeden Fall sehr hilfreich, dass deine Stimme auch Bedeutung hat für die Gesellschafterbeschlüsse. Ne? Ja, okay. Und wenn ich sowas haben möchte, dann müsste ich doch, glaube ich, den Steuerberater fragen, ne? Oder? Ja, entweder, wenn du es haben möchtest, vielleicht hast du es auch schon. Viel entscheidender ist, wenn du es hast, dass du es nicht verlierst. Und man erlebt das wenn neue Gesellschafter mit dazukommen und vielleicht eine Kapitalerhöhung passiert, dann steht ja jeder Gesellschafter unter dem Verwässerungsschutz. Das heißt, jeder Gesellschafter, auch egal wie wenig Prozent er hat, muss gefragt werden,
ob er dieser Kapitalerhöhung zustimmt. Okay. Und das ist wichtig, dass du das mitgehst. Weil ansonsten stell dir vor, du hast 25,1%, hast die Sperrminorität, kommen neue Gesellschafter mit dazu, dann rutschst du auf einmal auf 24% runter. Weiter runter als weiter hoch. Weil du dem zugestimmt hast und hast deinen Verwässerungsschutz nicht in Anspruch genommen. Also hast selber keine Kapitalerhöhung vorgenommen und auf einmal verlierst du dadurch deine Sperrminorität. Okay. Ja, dann bist du raus aus der Nummer, ne? Dann entscheiden das andere. Okay. Und das ist immer schlecht und deswegen ist es aber gut, wenn man einen guten Partner hat, der sich mit sowas auskennt, Thomas. Ja, wie Sie in dem Dialog zwischen mir und Jörg gehört haben, es gibt eine Dreiviertelmehrheit und eine einfache Mehrheit. Allerdings die einfache Mehrheit, die ist dispositiv, heißt, Sie können sie im Gesellschaftsvertrag anders regeln. Das können Sie gerne auch in Anspruch nehmen. Damit können Sie Ihre Mitbestimmungsrechte individuell steuern, aber auch Ihre Sozialversicherungspflicht bzw. Sozialversicherungsfreiheit. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.